Für den Schallkragen verwende ich die Wolle in der Lauflänge 85 Meter und ich nehme dafür den Haken Nummer 6, also eher größeren Haken als kleineren. So, und dann schlagen wir 25 Luftmaschen an und häkeln als erstes so ein Stück, so ein Viereck. Der ist etwa 18 bis 20 cm breit und 60 cm lang. Also ich schlage erstmal 25 Luftmaschen an. Ich zeige euch ein kleineres Stück, also ich habe jetzt 10 Maschen statt 25 angeschlagen. Noch eine Luftmasche zusätzlich. Jetzt steche ich in die zweite Luftmasche ein, hole die Masche und häkle eine feste Masche. Jetzt in jede Masche, in jede Luftmasche einfach eine feste Masche häkeln. So schaut die erste Reihe aus. Jetzt eine Luftmasche. Wir wenden das Ganze. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir haben hier die erste Luftmasche. Jetzt gehe ich da einmal unter diese 2 Schlingen rein. Und dann gehe ich unter die 2 zweiten Schlingen rein. Also einmal die 2 Schlingen. Und einmal unter die zweiten 2 Schlingen. Wenn wir von vorne sehen, also wenn ich das ein bisschen auseinanderziehe, dann sehe ich praktisch hier ist diese Masche. Und wir gehen einfach mal hier da drunter und dann bleiben diese 4 Schlingen auf dem Haken. Ich hole die Masche, ziehe diese da durch und häkle eine feste Masche. Jetzt muss ich genauso arbeiten. Unter die ersten 2 Schlingen und die zweiten 2 Schlingen habe ich dann wieder 4 Schlingen. Oder ich ziehe das ein bisschen so auseinander und sehe, dass hier praktisch die Masche ist. Und dann gehe ich einfach drunter und dann habe ich automatisch diese 4 Schlingen drauf. Und häkle wieder eine feste Masche. Und dann ziehe ich wieder ein bisschen. Dann sehe ich wieder, hier ist wieder diese Masche, gehe ich da drunter, 4 Schlingen habe ich auf dem Haken, einfach eine feste Masche. Jetzt wieder schauen, wo habe ich die Masche, da drunter, eine feste Masche. Und jetzt wieder schauen. Darunter, so dass immer 4 Schlingen oben auf dem Haken bleiben. So, jetzt bin ich hier bei der letzten Masche angekommen. Wenn ich so ein bisschen ziehe, sehe ich wieder, hier ist praktisch diese Masche. Gehe ich drunter und häkle eine feste Masche. Jetzt gehen wir hier nochmal, hier am Ende der Reihe, also das ist ganz wichtig, sonst verkürzen sich immer die Reihen. Da ist die Masche, die wir davor gehäkelt haben, und hier stechen wir nochmal ein und häkeln nochmal eine feste Masche.
Jetzt eine Luftmasche, wir wenden das Ganze. Und jetzt schaue ich wieder, also hier sehe ich diese erste Masche, gehe ich drunter und häkle eine feste Masche. Ziehe ich ein bisschen, schaue ich, die 4 Schlingen habe ich drauf, eine feste Masche. So die Reihe auch wiederum. Zu Ende arbeiten und am Ende der Reihe zeige ich gleich noch einmal. Also ich bin jetzt wieder bei der letzten Masche, wieder einstechen, eine feste Masche häkeln und hier am Ende der Reihe häkle ich wieder noch einmal nochmal die letzte feste Masche, damit sich die Reihen dann nicht verkürzen. Und dann wieder eine Luftmasche, das Ganze wenden und jetzt lassen wir wieder die Luftmasche aus, sondern gehen hier wieder um die erste Masche um und so werden die Reihen gearbeitet. Immer auf die gleiche Weise. So, und es entsteht so ein Muster. Also in diesem Muster dann so viele Reihen arbeiten, bis man ungefähr 60 cm kleines Schal hinbekommt. Jetzt haben wir praktisch diese 60 cm hinbekommen. Jetzt lege ich den Schal so mit der Spitze, mit einer Spitze nach unten und lege die andere Spitze so aufeinander, dass wir hier so praktisch dann zusammen häkeln können. Vorne entsteht dann diese Ecke, diese Spitze und hinten schaut es dann so aus. Es ist eher abgerundet. So. Also wir haben das jetzt einmal zusammengelegt. Am besten mit den Nadeln feststecken, damit man nicht verrutscht. Jetzt habe ich Folgendes gemacht. Ich habe so zusammengelegt, dass diese Rippen bei mir so auf der linken Seite so praktisch schauen wie jetzt, dass ich von rechts nach links hier häkeln kann. So, jetzt gehe ich hier an der Spitze mit dem Haken rein, hole hier die Masche von hinten und ziehe diese einmal durch und häkle dann 3 Luftmaschen. Jetzt häkle ich hier, ich gehe hier einmal rein, gehe hinten auch unter unter diese 2 Schlingen, erstmal einen Umschlag holen, also hier durch und hinten auch 2 Schlingen mitnehmen und häkle einmal ein Stäbchen und gehe nochmal in dieselbe Stelle und häkle nochmal ein Stäbchen. So, jetzt haben wir hier unsere Rippen. Ich gehe immer, also jetzt haben wir hier so diese erste Rippe und dann gehe ich sofort hier an der Rippe rein. Erstmal einen Umschlag holen, an die Rippe reingehen. Von hinten holen wir auch wieder diese 2 Schlingen. Hole ich die Masche und häkle das erste Stäbchen. Und jetzt häkle ich noch in dieselbe Einstichstelle, häkle ich noch 2 Stäbchen. So, jetzt haben wir hier die nächste Rippe. Gehe ich wiederum hier sofort an der Rippe rein und hole von hinten wieder 2 Schlingen. Also unter die 2 Schlingen von hinten auch gehen und wieder 3 Stäbchen in die gleiche Einstichstelle häkeln. So schaut es aus. Jetzt gehe ich in die nächste Rippe wieder da einstechen, von hinten auch und wieder 3 Stäbchen häkeln.
Und so arbeiten wir die erste Reihe. Oder in dem Fall eigentlich jetzt arbeiten wir in Runden. Genau. Also immer an der Rippe einstechen, hinten 2 Schlingen mitnehmen und 3 Stäbchen arbeiten. Und das häkeln wir jetzt bis zur hinteren Mitte. Also da, wo wir 2 Teile haben, häkeln wir zusammen und ansonsten einfach dann nur an einem Teil nach Muster weiterarbeiten. Also ich bin jetzt hinten in der Mitte angekommen. Dazu zählt ihr also von vorne diese Rippen und dann auch von der Seite Rippen abzählen und dann schauen, wo hinten die Mitte dann ist. So. Also das wäre bei mir die Mitte. Dann ich habe hier die 3 Stäbchen gehäkelt, dann häkle ich 2 Luftmaschen und häkle dann ganz normal weiter. Häkle ich dann 3 Stäbchen. Also in der Mitte bleiben dann diese 2 Luftmaschen zwischen diesen 3 Stäbchen. So schaut es dann aus, genau. Und dann alles wieder nach Muster. Also ich gehe dann wieder hier immer an der Rippe rein und häkle 3 Stäbchen. Und so die Reihe zu Ende häkeln. Auf der Seite dann wiederum immer die Maschen, also beide Seiten zusammen häkeln. So, jetzt habe ich eine Runde um und jetzt bin ich hier vorne wieder bei der Spitze angekommen. Und dann häkle ich, da gehe ich in die Spitze nochmal rein und häkle da 3 Stäbchen. Dann 2 Luftmaschen und dann schließe ich die Runde mit einer Kettmasche. Ich gehe hier also in die 3. Luftmasche, hole die Masche und ziehe diese durch die rechte Masche durch. Und dann fange ich mit 3 Luftmaschen an. Und häkle hier immer zwischen den 3 Stäbchen wiederum 3 Stäbchen. Man kann natürlich auch andere Farben verwenden. Also ich zeige das jetzt in der Farbe. Und dann alles weiter nach Muster häkeln. So, bei dem Farbwechsel mache ich Folgendes. Ich habe hier jetzt diese 2 Luftmaschen, dann nehme ich den anderen Faden, stiche hier ein, hole die andere Farbe schon mal und ziehe diese durch die rechte Masche durch. Und dann fange ich mit der anderen Farbe an. Häkle 3 Luftmaschen und dann fange ich mit Stäbchen an. So, jetzt immer 3 Stäbchen zwischen 3 Stäbchen häkeln bis zur rückwärtigen Mitte.
So, jetzt habe ich die halbe Runde fertig. Jetzt bin ich in der hinteren Mitte angekommen und da häkle ich jetzt in diese 2 Luftmaschen 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen. Schaut es aus und den Rest wieder alles nach Muster, also immer 3 Stäbchen zwischen den 3 Stäbchen häkeln. Jetzt bin ich wieder vorne in der Mitte angekommen. Jetzt häkle ich hier in die mittleren 2 Luftmaschen 3 Stäbchen. Zwei Luftmaschen, 2 Stäbchen. Und dann schließe ich die Runde mit der Kettmasche. Also ich gehe hier in die 3. Luftmasche, hole die Masche und ziehe durch die rechte Masche durch. So habe ich die Runde geschlossen. Und wir nehmen jetzt die andere Farbe. Ich mache die Kettmasche auf, gehe nochmal rein, nehme die andere Farbe, ziehe die Masche durch und einmal durch die rechte Masche durch und dann fange ich wieder mit 3 Luftmaschen an. Und dann gehe ich hier in die nächste Masche und häkle da wieder 3 Stäbchen. Und Rest wieder nach Muster häkeln. Also hinten häkeln wir wieder in die Spitze 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen und sonst alles nach Muster häkeln. Also die 3. Runde. Ich habe jetzt hier bei der vorderen Mitte 3 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 3 Stäbchen gehäkelt. Jetzt haben wir hier die 3 Luftmaschen am Anfang. Jetzt gehen wir da nochmal rein und häkeln da 2 Stäbchen. So, und hier gehe ich in die 3. Luftmasche rein, hole die Masche und ziehe durch die rechte durch. Auf diese Weise kann man dann beliebig viele Runden häkeln. Genau, also ich habe jetzt bis jetzt 3 Runden, man kann 4 oder 5 Runden, je nachdem. Die nächste Runde beginne ich wieder mit 3 Luftmaschen, gehe hier in die nächsten, also hier zwischen diesen beiden 3 Stäbchen und häkle wieder 3 Stäbchen und schließe dann genauso wie ich jetzt hier gezeigt habe.